Buen dia. So, Bundeswehr, Jungs, aber ich habe da einen Vorschlag, Lösungsvorschlag. Ihr könnt doch einmal, glaube ich, im Jahr das Geschlecht ändern, ihr Männer, oder in Deutschland. Ändert das Geschlecht, dann dürft ihr auch länger wie 3 Monate ausreisen. Buen dia und herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal Los Loquitos. Heute haben wir das Thema, warum in Paraguay keine Energiekrise ist und Paraguay ein bisschen der Welt voraus ist. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Bis gleich. Und bevor wir anfangen mit dem Video, ein bisschen Werbung in Eigenregie. Wir haben am 25.04. unser erstes Festival im Sambódromo, aber seht selbst. Aventoria llegó a Encarnación, así que te esperamos este 25 de abril. Grupo confirmado para esa gran noche, Cumbia Juan, Grupo Comando y sobre todo para los fanáticos de la electrónica viene Style de Alemania. Los costos para esa noche de la entrada serían generales 50.000, tribunas 70.000. Envía pic para quitarte foto, ¿por qué no con tu cantante favorito? 130.000, así que te esperamos. Y el lugar para vivir esta aventura es en el Centro Cívico, en el Sambódromo de Encarnación. Und wir verlosen hier im Video 5 Freikarten für unser Event. Das heißt, ihr müsst nur Aventoria in die Kommentare schreiben und ich gebe die Gewinner auf unserem Instagram-Kanal bekannt und ihr könnt dann an die Abendkasse gehen und eure Tickets dann abholen. So, aber jetzt geht's weiter im Video. Warum Paraguay keine Energiekrise hat und der Welt voraus ist. Während weltweit Energiepreise explodieren und Konflikte wie rund um den Iran die Märkte erschüttern, gibt es ein ganz, ganz kleines Land auf der Welt, das erstaunlich stabil bleibt. Paraguay. Warum spürt man die Krise hier viel weniger? Kommen wir gleich dazu. Part 1, die Welt in der Krise. Ja, die Energiepreise, die steigen global. Abhängigkeit von Öl und Gas. Die Konflikte, zum Beispiel im Nahosten, beeinflussen die Märkte. Und viele Länder hängen am Tropf globaler Lieferketten. Und wenn dort etwas passiert, dann spürt's die ganze Welt. Paraguay funktioniert anders. Part 2, der Gamechanger. Und wie funktioniert Paraguay? 100% Strom aus Wasserkraft, die riesige Produktion durch den Itaipu-Damm. Der Stromüberschuss wird exportiert. Paraguay produziert mehr Strom, als es verbraucht. Und mittlerweile einer der größten Stromexporteure der Welt pro Kopf. Und die Energiepreise im Land sind extrem günstig. Während andere Länder sparen müssen, hat Paraguay Energie im Überfluss. Part 3, der unsichtbare Reichtum. Flüsse wie der Rio Paraná oder Rio Paraguay und natürlich unterirdisch, jetzt muss ich ablesen, der Guarani Aquifer. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also unter Paraguay liegt eines der größten Wasserspeicher weltweit. Nein, unter Paraguay liegt der größte Wasserspeicher der Welt, so rum. Der ist natürlich erheblich für die Landwirtschaft und die Bevölkerung. Und natürlich für die Zukunft, Stichwort Wasserknappheit. Während Öl ähnlich ist, wird Wasser immer wertvoller. Part 4, Öl- und Iran-Konflikt. Paraguay importiert das Benzin eigentlich aus Argentinien und aus Brasilien. Ja, Paraguay ist abhängig vom Öl, allerdings viel weniger als manche glauben. Wichtig, und das sind für mich die größten Punkte, kein großer Einfluss vom Iran-Konflikt, keine direkte Abhängigkeit vom Nahosten und unsere Energieversorgung in Paraguay basiert nicht auf Öl. Während andere Länder von globalen Ölkrisen getroffen werden, bleibt Paraguay vergleichsweise stabil. Part 5, Selbstversorgung und Landwirtschaft. Wir hier in Paraguay haben ganz, ganz große Produktionen von Soja, Mais und Rindfleisch. Paraguay kann sich in vielen Bereichen selbst versorgen und exportiert noch zugleich. Das heißt weniger Importabhängigkeit, beispielsweise bei Lebensmitteln, und natürlich die Einnahme durch diese Exporte stabilisieren hier die Wirtschaft. Also zusammengefasst, das Land ernährt sich nicht nur selbst, sondern auch andere. Punkt 6. Klima und Lebensrealität. Dieser Punkt wird eigentlich hier oder von außerhalb sehr, sehr unterschätzt. Warmes Klima bedeutet nämlich kaum Heizbedarf und natürlich weniger Energieverbrauch im Alltag. Während in Europa enorme Energie für das Heizen aufgebraucht wird, fällt dieser Faktor in Paraguay weg. Der Effekt? Noch weniger Energieabhängigkeit. Punkt 7. Weniger Industrie, mehr Stabilität. In meinen Augen oft unterschätzt, aber auch hier in Zukunft öffnen sich da die Tore
Allerdings, wir haben hier weniger Schwerindustrie, somit ein geringerer Energieverbrauch und somit weniger anfällig für globale Krisen, Produktionskrisen zum Beispiel. Was oft als Nachteil gesehen wird hier in Paraguay, kann in Krisenzeiten von Vorteil sein. Punkt 8. Strategische Lage. Paraguay liegt zwischen Brasilien, Argentinien und Bolivien und automatisch zwischen zwei ganz großen Volkswirtschaften hier in Südamerika. Das hat natürlich sehr viele Vorteile für Paraguay. Zum einen der Zugang zu den Märkten, Importmöglichkeiten und geopolitische Stabilität. Punkt 9. Realitätscheck. Ganz in allem muss man sagen, Paraguay ist kein perfektes Land. Gibt es überhaupt perfekte Länder? Aber es hat entscheidende Vorteile. Mein Fazit: Während die Welt immer abhängiger wird, zeigt Paraguay, wie wertvoll Selbstversorgung, Wasser und Energie wirklich sind. Und vielleicht ist es genau dieses Modell, was in Zukunft sehr, sehr wertvoll ist. So, und zum Schluss noch unsere persönliche Einschätzung. Ja, wir hatten ja damals, wo wir ausgewandert sind, jetzt sind es 5 Jahren, die Möglichkeit, ja, jedes Land auszuwandern. Zum Beispiel nach Dubai, in die Schweiz, nach Spanien, ja, Ungarn, Costa Rica, Panama etc. Warum wir diese Länder nicht gewählt haben, will ich euch ganz kurz erklären. Auch hier, also die Zuschauer, die uns länger schon begleiten, die wissen das, dass wir eigentlich unsere Auswanderung auch strategisch vorbereitet haben. Das heißt, wir haben das Land Paraguay nicht nur wegen des tollen Wetters und den tollen Menschen hier ausgesucht, sondern eben auch durch die vorgenannten strategischen Punkte. Und wenn wir jetzt mal bei den strategischen Punkten bleiben, dann fällt halt Dubai weg. Ja, Dubai war das Land früher, auch schon vor 5 Jahren, wo ganz, ganz viele hingegangen sind. Ich habe gesagt, das ist mir zu nah, ja, am Brandpunkt. Wenn man sieht, der Nahe Osten wird halt immer wieder leider, ja, bombardiert, gerade wenn es um die Rohstoffe geht etc. Also war das für mich raus. Viele momentan auch die Schweiz. Ja, Schweiz war für mich, das ist alles meine persönliche Wahrnehmung und Entscheidung gewesen damals. Die Schweiz nähert sich Europa an. Warum ist das schlecht? Ja, weil ich eigentlich genau das nicht haben möchte, was sich in Europa sich abspielt. Ja, und wenn man dann bedenkt, dass 95% der Verordnungen von Brüssel runterkommt in die Bundesregierung und die Gesetze dann umwandelt oder die Verordnungen umwandelt in Gesetze. Das ist egal, ob du in Spanien wohnst, ja, in Ungarn etc. pp. Deswegen raus aus der EU und somit habe ich hier meine Ruhe. Andere Länder, ja, gerade das Thema Abhängigkeit, wenn ich dann sehe, okay, Costa Rica oder Panama. Panama zum Beispiel hängt mir doch sehr, sehr stark in Abhängigkeit von der USA. Schlusswort eigentlich, es gibt nicht wirklich das perfekte Land. Ihr müsst schauen, wenn ihr weg wollt, ja, dann müsst ihr eigentlich demnächst den Plan B schmieden. Ich weiß nicht, 2 Videos vorher habe ich schon gesagt, euch bleibt nicht mehr lange Zeit, das Land zu verlassen. Ja? Sie das neue Wehrdienstpflichtgesetz etc. pp. Alle wehrfähigen Männer zwischen 17 und 45 Jahre. Natürlich rudern die Politiker zurück, nachdem sie jetzt ertappt worden sind, ja, von den Medien. Schaut nach dem Plan B, macht es ganz, ganz schnell. Und wie geht's hier weiter? Ich nehme euch mit natürlich, wenn wir die Veranstaltung machen. Das Aventoria zeige ich euch mal, guck mal hinter die Kulisse. Dann kommen wir langsam mit der Endspurt bei uns im Quiroga. Also ich glaube, es sind noch 5 freie Grundstücke da von der 56. Also auch hier hat sich einiges getan. Der Straßenbau geht jetzt weiter. Der Gehwegbau haben sie schon angefangen. Der Mauerbau ist schon fast abgeschlossen. Und jetzt kommt auch die Drainage etc. Und somit haben wir das Projekt innerhalb von 12 Monaten abgeschlossen. Und dann geht es weiter mit einem neuen Projekt, das weitaus größer ist momentan wie das Quiroga. Und hier nehme ich euch auch mit. Ja, ich nehme euch komplett mit. Ich muss euch die Geschichte erzählen, wie wir auf das Grundstück gekommen sind und was uns dazwischen passiert ist. Bleibt dran, lasst gerne ein Abo und Like da, falls euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch natürlich wieder alles, alles Gute. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao.